Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die wir haben. Carsten S. aus M. ist wohl in Portugal. Die Frage ist, warum? Wir haben dann eine Bäckermeisterin an Bord eines Flugzeugs von USA nach Spanien. Da fragt man sich auch, warum? Wir haben dann die nächste Thematik mit dem GM von Marriott Bonvoy. Der hat eine besondere Philosophie, warum er Statusgäste nicht upgradet. Seitdem ja quasi SAS als Gründungsmitglied der Starlines Geschichte ist und jetzt SkyTeam-Member ist, gibt es 13 Fluggesellschaften aus der Starlines, 3 wollen wohl nicht, um da ein Status-Match, Schrägstrich, Status-Challenge zu geben an Eurobonus-Mitglieder. Und wir haben American Express, USA. Leider geile Aktion, um Hilton Honors Punkte zu machen. Also hier könnt ihr heute wieder wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like dalassen und dann natürlich auch die Fragen des Tages beantworten. Kanalmitgliedschaft. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Kanal zu unterstützen oder aber euer Wissen aufzubessern, wenn es um Kreditkarten geht, um Flüge und andere Themen. Hier, da irgendwo, ich weiß nicht, wird die Nummer wohl wie immer sein. Also, arbeitet ein bisschen, genauso wie ich für euch arbeite. Also, danke für eure Unterstützung. Wir haben das erste Thema und das ist die Lufthansa Group. Die ist wohl sehr stark interessiert an der TAP. Ja, das ist wohl der interessanteste Teil neben den 19,9%, die man nur sich einverleiben möchte. Warum? Man möchte auf jeden Fall das Gelaber aus Brüssel vermeiden. Man hat mit der ITA wohl gemerkt, ist nicht so gut Kuchen essen mit denen, oder wie heißt das so schön, oder wie auch immer, Kirschen, glaube ich, war es. Es war trotzdem mit K. Nicht so gut Kirschen essen mit denen aus Brüssel. Und da will man dann halt wirklich bei der TAP dranbleiben. Das habe ich auch von einem von euch zugeschickt bekommen, denn die Corriere della Sierra hat ja das wie immer berichtet, 19,9%, 20%, da muss man die Mitteilungen und die Ergebnisse aus Brüssel abwarten, ob die sagen Daumen hoch, Daumen runter oder so. Und man möchte 180 bis 200 Millionen anscheinend bieten. Die Portugiesen meinen es ernst, denn der portugiesische Veranstaltungsleiter von der Politik, der sagte, Joaquim Miranda Sarmento und Infrastrukturminister Miguel Pinto Luz, ich muss es ablesen, es tut mir leid, aus Lissabon, haben wohl Carsten S. aus M. heute Audienz gegeben und da wird er dann drüber sprechen. Und sagt ihr, oh mein Gott, jetzt haben wir den ganzen Quatsch schon wieder, gerade mit der ITA so 41% oder was es war, übernommen. Haben wir es einfach? Ich glaube schon, ne? Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Kopf. Jetzt ist es so, dass es wohl auch mehrere Vorgespräche schon gab, logischerweise. Weil bevor der Häuptling kommt, ist natürlich schon so gewesen, dass einige Indianer vor Ort waren. Und die Portugiesen hatten gesagt, wir wollen keine großen Investoren haben, sondern wir wollen Leute aus der Luftfahrt haben, die auch das Drehkreuz Lissabon stärken und damit dann also auch den Wettbewerb, der in Portugal nötig ist und auch die Flugverbindung beibehalten. Und damit ist es wirklich so, dass die strategischen Ziele der Lufthansa und der Regierung wohl irgendwo übereinstimmen. Und da können wir nochmal gucken, warum. Ganz einfach deshalb, weil Brasilien ist ein interessanter Markt und die Freunde von der TAP fliegen nach Brasilien. Ja, genau, sie fliegen nach Brasilien. Lufthansa fliegt ja selber nur nach Sao Paulo und nach Rio. Und die Freunde von der TAP fliegen viel mehr Ziele an. Und zwar fliegen die 11 Ziele an mit 91 wöchentlichen Frequenzen. Und das ist natürlich dann für die Lufthansa ein interessanter Markt. Und man könnte es ja auch noch ein bisschen mehr ausbauen, die TAP, um weiter Südamerika anzubinden. Wäre also da gar nicht mal so verkehrt. Und wenn man sich das dann weiter anguckt, kann man natürlich sagen, das ist kein Selbstläufer, weil die Freunde von der KLM Air France, aber auch von der IAG, also das heißt die British Airways Mutter, die wollen die vielleicht natürlich auch haben. Ist ja ganz klar. Aber man hat ja festgestellt, dass sich da schon viele die Finger dran verbrannt haben. Vielleicht deshalb auch der Approach, den man bei der KLM Air France gemacht hat,
mit der jetzt erfolgreichen SAS-Geschichte, dass man da jetzt diese 19,9% macht. Und man kann natürlich auch jetzt sagen, da Air Europa wieder zu haben ist, könnte man die natürlich auch nehmen. Und Air Europa bietet ja auch 15 Ziele in Mittel- und Südamerika an. Also das heißt, das ist jetzt nicht so, dass man da das Ganze nicht auch nutzen könnte. Vielleicht wäre das auch eine Geschichte. Aber Portugal ist durchaus interessanter. Alleine geografisch, glaube ich, ist es für die Lufthansa wesentlich interessanter. Interessant ist auch, dass sie dort, ja, wie soll man sagen, natürlich die Star Alliance Mitgliedschaft wollen und die TAP natürlich wahrscheinlich auch kennen. Also das ist der Grund, warum bei Air Europa nicht, oder Air Europa, ich weiß gar nicht, warum ich immer da zögere, wie man das halt nennt, aber es ist Air Europa. Ich weiß nicht, weil sie französisch sind, Air Europe, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man dort Alternativen hat aus dem Lufthansa-Konzern, nachdem IAG ja da schon böse auf die Fresse gefallen ist. Und nicht desto minder glaube ich, dass man bei der TAP vielleicht etwas härter kämpft und damit für die Finanzer aus der portugiesischen Regierung das Thema natürlich durchaus interessant und wärmer ist, weil es vielleicht mehr Geld gibt als diese 180 bis 200 Millionen. Schauen wir uns einfach mal an. Und die Frage natürlich an euch, an alle, die wie ich hier als Armchair-CEO sitzen, im Recaro-Sitz. Die Frage natürlich ganz, ganz wichtig. Soll die Lufthansa die TAP übernehmen, beziehungsweise sich mit 19,9% beteiligen? Denn am Ende des Tages wird es ja alles darauf hinauslaufen, dass man die TAP ja quasi in den Konzern reinbekommt und damit quasi die Hand drauf hält. Ob man jetzt 19% oder 40 oder 50 oder 100% hat, man hat ja somit dann schon die Hand da drauf. Und wir sehen ja auch, was die KLM Air France macht. Die haben ja auch mit den 19,9% es geschafft, dass die SAS Eurobonus zur SkyTeam übergelaufen ist. Wird übrigens am Ende der Sendung nochmal ein interessantes Thema. Ihr seid also dran, den Kanal, die Kanalfrage zu beantworten und den Kanal zu abonnieren natürlich. Ich weiß gar nicht, warum ich das vergessen sollte. Dann American Express in den USA. Ja, heute kommt Kreditkarte früher. Viele von euch sagen, warum soll ich amerikanische Kreditkarten machen? Ich sage einfach, weil es mehr Punkte gibt. Weil eure Membership Rewards Punkte wesentlich mehr Geld wert sind. Einmal dadurch, dass der Dollar natürlich immer so 1,8, 1,9 oder sowas, also 8 bis 10, 9%, 10% Mehrwert ist als der Euro und abgerechnet wird und es keine Währungsgebühren gibt auf den meisten amerikanischen Kreditkarten, vor allem nicht auf den American Express Kreditkarten, kriegt ihr schon mehr Punkte. Das ist das eine. Aber auch hier jetzt wieder eine Promotion. Und zwar ist die Promotion diese, dass man bei der American Express Membership Rewards Punkte jetzt umrubbeln kann auf Hilton. Heißt also, man bekommt normalerweise bei den Hilton-Punkten, kriegt man 1000 Punkte, sind 2000 Hilton-Punkte. Ist natürlich jetzt nicht so der geilste Burner, aber es gibt 30% Bonus. Heißt also, aus 1000 Punkten werden 2600. Also schon mal hier wesentlich mehr, als es in Deutschland gibt. Man kann natürlich sagen, okay, warum sollte man das aus einer flexiblen Währung, wie es Membership Rewards Punkte sind, in eine unflexible Hilton machen? Man sollte es wirklich dann nur nutzen, wenn man einen Use Case hat. Ja, es gab auch mal eine Aktion, wo es mal 40% Bonus gab bei American Express. Das war die letzte. Aber ihr wisst ja selber, wie es ist. Wenn man einen Use Case hat, kann man es nutzen. Und ich will nur noch mal darauf hinweisen, bei jedem Monat ändert sich der Partner. Es kann Avios sein, es kann dann auch mal Emirates sein, es kann auch was ganz anderes sein. Also hier immer wieder Augen auf und damit sehen, wie viel man mit amerikanischen Kreditkarten mehr machen kann. Wer sich mal gewundert hat und gefragt hat, was kann ich auf einem Flug machen und ich weiß gerade nicht so, was ich so tun soll, der kann backen. Naja, nicht ganz backen, weil die Dame hat nur Teig gemacht und das habe ich auch von einem von euch zugeschickt bekommen und ich habe nur geantwortet, bekloppt. Und dann sagt ihr, what? Ja, die Dame, das ist die Influencerin, 37 Jahre alt, Maria Baradell, ist mit American Airlines von Chicago nach Barcelona geflogen am 18. August. Das ist quasi nicht so lange her. Und sie hat dann einfach Mehl, Wasser, einen Sauerteigstarter in einer Bowl gemacht, die collapsible ist, also die faltbar ist. Die sitzt also in der Economy Row vor sich hin
hat dann auch irgendwie Desinfektionsmittel, machte alles hygienisch einwandfrei, hatte auch schon einen Versuch gehabt, wo sie das Ganze durch die Security bringen wollte, und zwar war, ich weiß gar nicht, wo es war, da ist sie gescheitert, aber man muss jetzt natürlich, das war Kanada, ein Domestic Flight, und sie wollte dann einfach mal Sourdough backen. Und wie kann man die Zeit besser nutzen auf so einem Transatlantikflug, als einfach mal da Sauerteig zu machen, der ja eh lange backen muss sowieso, glaube ich, lange, aber erstmal aufgehen muss und so weiter und dann die Bakterien und so, ne, machen und tun. Als wenn man in der Kolle sitzt am Fenster und das einfach mal macht. Ja, hat sie sich so gedacht. Aber wenn man ehrlich ist, muss man natürlich sagen, ja, vielleicht keine gute Idee, sagten die Leute, denn es gibt ja Leute, die haben so eine Glutenallergie und so weiter, kann man jetzt natürlich als Argument nehmen, aber auf der anderen Seite American Airlines bietet ja Brot selber an, also da ist das nicht so ein Argument. Ich weiß nicht, ob das auch eine Schweinerei ist. Ich weiß nicht, wie die Finger danach aussehen und so weiter und so fort. Und vor allem, ja, also ich weiß es nicht, man kommt ja auf merkwürdige Ideen als Passagier anscheinend, die ich nicht, also ich hätte so eine Idee gar nicht. Ja, abgesehen davon, ich würde ja auch hier nicht jetzt anfangen, Sauerteigbrot zu machen. Also da muss man dann ganz ehrlich sagen, dumme Geschichte. Und sie sagte übrigens auch eine interessante Geschichte. Die TSA hat in Dallas sich natürlich das Mehl angeguckt, weil man kann da auf andere Gedanken kommen. Und aber der Salz, Mehl und Starter-Kit hat den Test bestanden bei der TSA, also kein Problem. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt besser ist als die Kollegen, die mal in der Delta Airlines ein Steak in der Toilette gebratzelt haben, oder aber jemand, der einem anderen Passagier die Haare geschnitten hat. Und dann gibt es ja nochmal die alte Geschichte, wo jemand bei Delta Airlines Garlic Shrimps, also diese Schrimpes mit Knoblauch gemacht hat. Das muss natürlich auch nochmal geruchstechnisch ein Riesenproblem gewesen sein. Wobei ich gar nicht weiß, wie kommt man auf die Idee, auf der Toilette im Flugzeug so einen Quatsch zu machen. Und es gibt hier einen, der hat Baby Back Ribs in dem Hotelzimmer gemacht. Das ist natürlich auch so ein Thema. Ja, ihr könnt mal kommentieren, was ihr davon haltet und ob ihr auch so negativ das Ganze sieht, wie die Insta, also sie hat das auf Insta übrigens als Story oder sowas gemacht. Ich werde es nicht verlinken, weil ich will sowas nicht unterstützen, aber die Leute haben halt negativ darauf reagiert. Ihr könnt mal antworten, ob ihr das auch so negativ seht und ob ihr das irgendwie in irgendeiner Art und Weise als Problem da seht oder ob das einfach okay ist und sagt, hey, dann lass uns doch mal heute wieder so eine Backstunde machen. Kann man ja mal auf einem längeren Flug machen, fliegt man halt mit der Lufthansa nach Israel oder so. Hat man ja gerade mal Zeit, da kann man den Teig gehen lassen. Wir hatten Gott sei Dank nicht gebacken, so wie das in einigen Überschriften stand. Hier bei dem Kollegen hatte ich das ja, glaube ich, bekommen als Überschrift. Wo war es? Brot, rücksichtslos, Influencer erntet Shitstorm für Backaktion im Flugzeug. Also wie gesagt, das war weit und weg vom Backen. Es war halt einfach nur den Sauerteig machen. So. Kann man nicht mehr viel zu sagen, oder? Ihr könnt unten kommentieren. Wir gehen jetzt auf den Kollegen von Marriott ein, und zwar ist das der Hoteldirektor, würde das im Deutschen heißen. Ich nenne sowas ja immer General Manager, GM. Und zwar hat er gesagt, er ist von dem Courtyard Crystal City Washington National Airport. Und da ist es so, dass die Gäste sich beschwert haben, dass sie nicht abgegradet werden aufgrund ihres Status. Sie sehen halt irgendwie in der App, das Zimmer ist noch frei, ich habe eine Kategorie höher. Warum kriege ich das F-Upgrade nicht? Gut, und ich denke mal, dass das schon klar ist. Und ich bin mal gespannt, was da ist. Der Hotelmanager hat gesagt, wie seine Philosophie ist. Seine Philosophie ist relativ einfach. Er sagt, man hat zu viele Upgrades durch diese Elite-Leute. Dann sagt er als nächstes, wir versuchen auch gar nicht die ganzen Elites abzugraden. Und wir versuchen unsere Bottomline, also das heißt unseren Umsatz zu steigern damit, als eher die Upgrades zu machen. Und last but not least, er sagt, das wäre der fairste
Weg, das Ganze dann darzustellen. Da muss man natürlich sagen, ja, schwierig. Also, ja, auf der einen Seite, es gibt viele Leute, die einen Status haben bei Marriott. Platin-Status kriegst du ja auch mit der amerikanischen mit der American Express Brilliant Card. Konzentration, weil es so viele Karten gibt, das ist die Brilliant Card. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, ja, das ist richtig, aber man muss auf der anderen Seite sagen, dafür bist du ja in dem Hotelprogramm. Und ich kann das auch verstehen, dass man nicht alle upgraden kann. Also das gibt es da ganz klar. Aber am Ende des Tages kann ich das Programm nicht einfach umgehen. Es hat zwar seinen Charme, dass man sagt, ja, ich verkaufe das Upgrade und dann kann derjenige, der wirklich das Upgrade haben will, und das sagt er auch, das dann für schmales Geld bekommen. Aber ich denke mal, dass so etwas gegen die Terms and Conditions verstößt. Ich verstehe das auch, wenn man in dem Hotel ist, in dem man ist, ein Courtyard. Das hat ja auch gar nicht so viele Zimmerkategorien, die ehrliche Kategorien sind. Ja, oder wo es dann halt eine Suite gibt. Das gibt es ja auch sehr selten in Courtyard, ehrlicherweise. Und da muss man dann sagen, ja, schwierig. Schwierig. Und ihr könnt ja mal jetzt unten kommentieren, was ihr davon haltet, von dem GM, der halt die Upgrades nicht gibt. Ich persönlich, ich zähle nie auf Upgrades, egal im Flugzeug oder aber auch im Hotel, oder rechne damit, zähle drauf, verlasse mich drauf, denn ich buche die Kategorie, die am niedrigsten ist, in der Form, dass ich damit leben kann. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich brauche ein Kingzimmer mit einem Sofabett, dann buche ich das. Dann verlasse ich mich nicht darauf, dass ich das kriege. Also das heißt, ich versuche das zu buchen, mit dem ich am wenigsten, also das was bringt, was ich brauche. Und wenn ich halt kein großes Zimmer brauche, weil ich nur kurz eine Nacht da bin, in einem Hyatt Place, Hyatt House oder was auch immer, oder hier in Courtyard, Elements oder wie die Dinger heißen, dann ist das für mich okay, dann rechne ich mit dem Upgrade. Und ich fange auch nicht an zu kontrollieren, ob das Upgrade gibt. Deshalb die Frage des Tages, wie reagiert ihr auf den GM und seine Upgrade-Politik? Sagt da einfach mal Bescheid, was ihr davon haltet. Irgendwas piept hier vor sich hin. Ich weiß auch nicht, was es ist. Das nervt mich irgendwie. Ach, da kommen Nachrichten. Kümmere ich mich gleich drum, versprochen. Das letzte Thema, was wir heute hier haben, das ist die Star Alliance. Die Star Alliance hat natürlich einen Verlust und das ist das Mitglied SAS Eurobonus. Und die haben dort jetzt gesagt, wir geben euch Upgrades mit dem Status-Match. Heißt also, ihr könnt ein Status-Match machen. Im Prinzip hat jeder ein Status-Match. Air Canada, Air China, Air India, Austrian, Brussels, Ethiopian, Swiss, South African, TAP, Air Portugal, Thai Airways, Turkish, United. Hatten wir Lufthansa gesagt? Ja, Austrian hatten wir ja auch gesagt, genau. Miles and More hat die. Die einzigen, die keine haben, das sind wohl logischerweise dann auch Fluggesellschaften, bei denen es Sinn macht. Das wäre ja Air New Zealand, Singapore Airlines. Und dann, wer war der andere im Bunde? Das war ANA. So, das heißt, die bieten keiner an, die anderen bieten sie an. Ihr könnt das jetzt alles durchgucken, welches Programm euch am besten gefällt. Ich persönlich würde zu den Freunden aus Thailand gehen, weil die geben euch 2 Jahre Gold. Ohne Fragen, ohne alles, zumal man, auch wenn man woanders das Ganze sich gut schreiben lässt, den Status zumindest nutzen kann, um in die Lounge zu kommen. Also hier könnt ihr das auch nochmal gucken. Also für den einen oder anderen, der Eurobonus-Mitglied ist und sagt, ich bin mit SkyTeam unglücklich, ich möchte lieber zur Star Alliance, hat hier die volle Möglichkeit. Es gibt auf der staralliance.com Webseite eine Übersicht sogar für alle Eurobonus-Mitglieder und da könnt ihr dann alle Bedingungen vergleichen. Schaut es euch wirklich mal an. Wir gucken uns jetzt an, was es als Frage des Tages gibt. Die Fragen des Tages sind, ich weiß gar nicht, was hier vor sich hin piept. Also das geht mir richtig auf den Sack. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber nun gut, die Frage des Tages ist einfach, soll die Lufthansa sich an der TAP beteiligen? Und was macht ihr aus dem Kommentar des GMs, der einfach sagt, lieber Umsatz als was anderes? Ihr an dieser Stelle denkt natürlich wie immer dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, das Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren und da dann natürlich ganz klipp und klar die Frage des Tages Priorität antworten.
antworten und Kanal abonnieren und Kanalmitgliedschaft. Und für euch wie immer an dieser Stelle der Abspann. Also bis dann, ciao, ciao, und ich bin hier jetzt raus. Und haben wir die 20 Minuten? Wir sind über 20 Minuten. Also wie immer, bis dann, ciao und tschüss.